Kanton Wallis, Schweiz, 22. Juli 2018. Das Wallis ist Heim von 41 Viertausender, Eis- und Schneemeere, soweit das Auge sehen kann, imposante Steinkulissen, schläfrige Täler. Die Alpen in Superlative. Ein Paradies für jeden, der Berge liebt. Wir sind 4 Österreicher, ein Kanadier und 3 Schweizer. Dabei sind Klettergurt und Pickel, Steigeisen und Haferflocken, Biwaksack und Thunfischdosen und eine ganze Menge Motivation. 20 Kilogramm Rucksäcke und die Frage, was wohl diese Berge uns über das Leben lehren können, tragen wir mit. Die Reise läuft unter der Obhut von Adventure and Faith, eine Initiative, die Menschen inspirieren und befähigen will, anhand von Erfahrungen in Natur und in Gemeinschaft die beste Version ihrer selbst zu werden und die Welt positiv zu beeinflussen. Diese Reise hat das Motto 4 Berge, 4 Tugenden. Es geht um die schon von Aristoteles gekannten Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Vor uns liegt ein Fußmarsch von 156 Kilometer über 4 Berggipfel hinweg, etwa 10.000 Höhenmeter hinauf und 10.500 Höhenmeter hinunter. Von den 9 Tagen planen wir 2 Puffertage zum Kräftesammeln und zur persönlichen und gemeinschaftlichen Reflexion, Gebet und Austausch. Ja, ich freue mich riesig, dass wir jetzt endlich hier sein dürfen im Mattertal. Monate der Vorbereitung haben jetzt ein Ende, jetzt dürfen wir losstarten. Ich erwarte mir wunderbare Bergtage hier im Schweizer Wallis. Ich erwarte mir, dass wir gefordert sein werden, körperlich, vor allem mental. Das Wetter ist leider nicht ganz ideal angesagt. Diesmal wird es anders als letztes Jahr in Kanada, werden wir sehr wohl in den Regen kommen oder in den Schnee oder Graupelschauer, werden wir sehen. Ich erwarte mir vor allem wirklich auch wieder Abstand vom Alltag, viel Ruhe, mich inspirieren zu lassen hier von Gottes Schöpfung, ihn hier auch in der Natur wieder ganz neu zu erfahren, auch in der Gemeinschaft. In dieser Schule der gegenseitigen Ermutigung und des gegenseitigen Bestärkens. Meine Erwartung für dieses Adventure, meine Hoffnung ist, mich in der Stille zu begeben, in der Stille auf Gottes Stimme zu hören, mich mit wesentlichen existenziellen Fragen zu beschäftigen, mich aus dem Alltag ein bisschen herauszuziehen, wo man ständig überflutet wird von Eindrücken, von Reizen und einfach ein bisschen in mich zu kehren. Und andererseits auch, dass wir hier in der Gruppe intensiv Gemeinschaft erleben können, uns gegenseitig stärken können und ermutigen können, gemeinsam wachsen können in der Gruppe. Große Ängste für die Reise habe ich, also für dieses Adventure habe ich nicht, aber eine Gefahr oder eine Angst ist vielleicht immer, wenn Sachen zusammenkommen, Schlafmangel, schlechtes Wetter, wenn Sachen schief gehen, dass es in der Gruppe vielleicht auch Reibung geben kann, dass man geistig vor allem auch in die Grenzen stößt und ja, also lernen muss, damit klarzukommen, sich mit sich selbst, mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen.
22. Juli, das Matterhorn, Gerechtigkeit. Eigentlich wollen wir schon um 8:30 Uhr losgehen, aber wir waren die ganze Nacht aus Wien durchgefahren, um Stau zu vermeiden, gerieten aber trotzdem hinein. Letztlich ging es dann erst um 13:30 Uhr los, am Gipfel waren wir erst um 19 Uhr. Die Auseinandersetzung mit der Tugend der Gerechtigkeit begleitet uns auf dieser ersten Etappe. Die alten Griechen haben Gerechtigkeit einfach als Tugend verstanden, durch die man jedem das gibt, was ihm zusteht. Dieses Zustehen setzt voraus, dass der Gerechte nicht einfach willkürlich die Maßstäbe der Gerechtigkeit fixiert. Er setzt eine objektive Ordnung voraus, die es zu erkennen und zu respektieren gilt. Und gerade hierin liegt die Kunst und auch die Schwierigkeit. Es verlangt ein lauteres Herz, das mit sich selbst ehrlich ist. In der Bibel ist der Gerechte der Heilige. Er gibt Gott und den Mitmenschen, was denen zusteht. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe lange für dich gebetet, dass du ein Heiliger wirst. Heute bete ich einfach für dich, dass du die Gebote hältst. Damit wollte man mir sagen, zuvor du von großen Dingen träumst, schau erstmal auf die Basics. Bereitschaft gerade zu stehen, ohne sich verbiegen zu lassen. Gestern war einfach ein echt anstrengender Tag. Es sind viele Sachen passiert und viele Sachen, einfach nicht geplante Sachen passiert. Aber wie ich das erste Mal schon gesagt habe, bin ich hier, um ein bisschen die Herausforderung zu suchen, was gestern einfach wirklich da war. Aber auch irgendwo die Ängste zu sagen, irgendwann schaffe ich es nicht mehr. Es war dann einfach echt schön zu sehen gestern, wenn dann einfach einer von uns ausgefallen ist und wir aber trotzdem angefangen haben, einfach total als Team zusammenzuarbeiten und so einfach eine Situation, wo man sagt, das wäre eigentlich zu viel für mich als Person alleine oder das könnte ich alleine nicht schaffen, dass wir das eben als Team gemeinsam überwunden haben. Das war einfach eine echt schöne Erfahrung. Ja, ich muss sagen, meine ursprüngliche Befürchtung, dass uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen könnte und zu echt widrigen Bedingungen führen würde, ist bis jetzt überhaupt nicht eingetroffen. Wir haben bis jetzt echt traumhaftes Wetter gehabt, außer ein, zwei Mal ein bisschen Nebelschwaden oder dass es ein bisschen bewölkt ist. Aber die meiste Zeit Sonne, wunderschöne Panoramen. Also echt ein Geschenk hier zu sein in dieser umwerfenden Natur- und Bergwelt. Gestern bin ich allerdings, gestern und vorgestern, also die erste Tour hatte es jetzt schon doch in sich, weil wir am ersten Tag vorgestern gleich mit 5 Stunden Verspätung in die Tour gestartet sind, weil wir in Staus gesteckt haben etc. Und ja, ich muss sagen, es war ein guter Test, am ersten Tag gleich auf 3400 Meter aufs Matterhorn zu gehen, weil ich habe doch ordentlich Kopfweh bekommen oben und ja, Höhenkrankheit hat sich bemerkbar gemacht. Insofern war das doch ein bisschen ein Leidensweg, aber es wurde sehr schnell wieder besser, wie wir dann abgestiegen sind.
25. Juli, das Riffelhorn, Mäßigung. Das Riffelhorn war der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen zur Tugendmäßigung. Wir waren in den ersten 1,5 Tagen etwa 3300 Höhenmeter und 37 Kilometer gegangen, kamen am zweiten Tag erst um 23 Uhr an unserer Schlafstelle an. Einer von uns wurde krank, sodass der Rest des Teams seinen 20 Kilogramm schweren Rucksack auch noch die letzten 5 Stunden tragen müssten, also gleich mal 40 Kilogramm. Wir waren wirklich außerhalb der Komfortzone und hatten die Situation etwas unterschätzt. Aber Mäßigung heißt nicht einfach weniger tun oder sich genügend ausruhen, noch die Unterdrückung von Leidenschaft. Es kann auch genau das Gegenteil bedeuten, eben nicht vom Gas gehen, sondern Gas geben. Aus diesem Grund würde Thomas von Aquin sagen, dass eine tugendhafte Handlung, die mit Leidenschaft getätigt ist, vollkommener sein kann als eine, wo die Einbindung der Leidenschaft fehlt. Einfach auch deswegen, weil sie ganzheitlicher ist, den ganzen Menschen in die gute Tat einbindet und nicht nur seinen Verstand und seinen Willen. Es ist interessant, dass die Mäßigung den Weg zur Kontemplation eröffnet. Dieser einfache Blick auf die Wirklichkeit unter dem Einfluss der Liebe. Wie das denn? Weil der Mäßige nicht gleich ergreifen, an sich reißen, für sich haben wollen muss, sei das Alkohol oder Geld oder Sex oder Anerkennung oder Bestätigung oder was auch immer. Die Mäßigung ermöglicht es, das Angeschaute erst einfach mal stehen zu lassen, tiefer zu betrachten, ohne es gleich für sich selbst gebrauchen zu müssen oder gierig konsumieren zu wollen. Letzteres führt dazu, dass man das Angeschaute verkennt, nicht mehr in seiner wahren Größe und Tiefe sehen kann. Man sieht nur noch das, was man für sich will. Der Weg vom Riffelhorn war für mich eine einzige Einladung zur Kontemplation. Die in der Abendsonne schimmernden Gletscher, die gewaltigen Bergmassive, das leise Säuseln des Windes, die grandiose Pracht einer unscheinbaren Edelweiß. Dieses so Kleinsein vor dieser Größe, Majestät und doch darum wissen, dass der Schöpfer von alledem gerade dieses anscheinend doch so unbedeutende Ich unsagbar wertschätzt. Heute dürfen wir uns jetzt erholen von den Belastungen der letzten 2 Tage. Unsere Fußsohlen danken uns, die Knie ebenso.
Und morgen geht es dann weiter auf den Europaweg, einem der schönsten Bergwanderwege Europas und mit der längsten Hängebrücke der Welt. Ich bin gewiss, obwohl das Wetter nicht so super angesagt ist, dass es sicher wieder schön wird. Und freue mich schon auf morgen. »28. Juli, das Strahlhorn. Tapferkeit.« Diese Reise bringt uns ziemlich oft an die Grenzen. Es ist der 28. Juli. Gestern kam das erste Mittagessen um 22 Uhr am Abend und das in kalter Dunkelheit auf über 3000 Meter. Warum das so war, ist eine lange Geschichte. Geplant war es nicht. Wie dem auch sei, um 2:45 Uhr waren wir wieder auf den Füßen. Geplant war das eigentlich auch nicht, aber jetzt gab es keine andere Wahl. Mit Stirnlampen, Steigeisen, Pickel, Klettergurt und Seile hieß es Aufbruch Richtung den 4190 Meter Strahlhorngipfel. Eine sehr lange Gletschertour. Aber vor dem es 11 Uhr schlug, standen wir oben. Endlich. Für mich war die Messe am Gipfel wohl die erschütterndste Erfahrung. Mir wurde erneut bewusst, wie viel jede einzelne Messe wert ist und wie es sich lohnt, sich dafür vorzubereiten. Der sehr mühsame Aufstieg ließ mich besser ergründen, was der Aufstieg auf den Kalvarienberg bedeutet hat. Die Tatsache, dass diese ganze Anstrengung in die Messe mündete, ließ mich besser erfassen, wie sehr es sich lohnt, für eine Messe vorbereitet zu sein.
Jesus Christus ist mehr als ein paar tausend Höhenmeter dafür hinaufgestiegen. Geistlich gesehen ist der Kalvarienberg unendlich hoch. Also für mich war heute ein ziemlich anstrengender Tag und eigentlich wusste das vorher. Wir haben gerade diesen Berg genannt, die Tapferkeit, weil er sich so ewig lang zieht. Wenn man sieht, das ist der da oben, was man da sehen kann im Hintergrund. Man muss ewig lang den Gletscher entlang gehen und ja gut, und endlich waren wir halt oben und da war für mich das Highlight einfach die Messe. Also auf 4100 Meter irgendwas Messe feiern zu können, wo sich der Himmel und die Erde irgendwie begegnen. Das ist, also da gibt es, weiß ich, nichts Schöneres und auch schön war, dass der Bergführer auch so ein offenes Herz dafür hatte. Er wollte sogar die ganzen Messsachen dann tragen. Ja, und Tapferkeit habe ich erfahren ein bisschen, also nicht, weil ich jetzt tapfer gewesen bin, sondern weil ich dort herausgefordert bin eher. Gerade beim Abstieg, weil mir ein bisschen schlecht wurde. Ja, wie schon eigentlich bei mehr Anstrengungen in den letzten Tagen etwas Ähnliches passiert und das ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber ja, ich habe gerade ein bisschen gestern noch über die Tapferkeit nachgedacht und nachgelesen und Tapferkeit im christlichen Kontext ist eigentlich verbunden immer mit der Bereitschaft, sein Leben zu geben. Nicht, weil ein Christ in einer Extremsituation, wo er, weiß nicht, gefördert wird, treu zu sein zu Jesus, eigentlich aufgerufen ist, wie der Meister auch sein Leben hinzugeben. Und also nicht, dass wir das Gott sei Dank jeden Tag machen müssen und wir hätten auch in dem Augenblick auch die Kraft durch den Herrn, aber eigentlich das ist, was es ja eigentlich heißt. Und da frage ich mich schon, nicht, wie bereit bin ich denn eigentlich, die Widerwärtigkeiten, die Schwierigkeiten, seit Tagen nicht mehr geduscht, sehe aus, ich weiß nicht, die rieche wahrscheinlich schrecklich, keine Ahnung. Und ja, einfach, ja, wie bereit bin ich wirklich, den Herrn alles zu schenken. Und das ist so ein bisschen mein Gedanke für den heutigen Tag. Tapferkeit. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Überwinden eigener Hindernisse, Ängste und vielleicht Ängste, Probleme, die man an sich selber hat und die gut überwinden. Zum einen haben wir das heute ganz gut gemeistert. Nach einem sehr anstrengenden Tag gestern durften wir so 3,5 bis maximal 4 Stunden schlafen und haben dann 1200 Höhenmeter hinauf und einmal hinunter geschafft. Gleichzeitig dazu am Gipfel, ich mit meiner ein bisschen Höhenangst, habe ich das auch noch überwinden dürfen. Also ich glaube, es war ein ganz guter Tag fürs Thema.
Es ist Sonntag, der 30. Juli. Ebene Flur. Das war der Berg, der für uns mit der Tugend der Klugheit zusammenhing. Früh genug losgehen, hieß es, bevor es zu warm wird, sodass die Schneebrücken über die Spalten noch halten. Ein kluger Mensch ist einer, der gelernt hat, sein Wollen und Handeln von der von ihm erkannten Wahrheit prägen zu lassen. Und da Wahrheit die Übereinstimmung des Verstandes mit der Wirklichkeit bedeutet und nicht andersherum, also die Breite des Gletscherspalts prägt mein Erkennen und demzufolge mein Verhalten und nicht mein Wunschdenken die Breite des Spaltes, heißt das erstmals die Notwendigkeit, richtig gut auf diese Wirklichkeit hinzuschauen. Zweitens geht es darum, zu erwägen und zu evaluieren und ein Urteil zu fällen. Was heißt es für mich? Drittens, zu handeln. Nicht ewig aufschieben. Diese Gedanken von Thomas von Aquin und Joseph Pieper finden sich auch in den von den Jesuiten popularisierten Dreierschritt wieder. Sehen, urteilen, handeln. Und genau das dürfen wir in diesen Tagen hier draußen üben. Rebellion gegen den wirklichen Gegebenheiten und damit gegen die Wahrheit kann sich am Berg tödlich auswirken. Und wenn es das nicht tut, ist es, weil man früh genug seinen Missklang mit der Wahrheit erkannt und korrigiert hat. Wenn jemand in einem Gletscherspalt fliegt, geht es nicht darum zu wünschen, es wäre anders oder so zu tun, als wäre nichts gewesen. Megan Hein sagt, es gibt in der Wildnis eine Regel: 3 Wochen ohne Essen, 3 Tage ohne Wasser, 3 Sekunden ohne Denken. Und dieses Denken fängt immer mit den Gegebenheiten an, nicht mit den eigenen Wunschdenken. Komisch, dass man das im Leben hier unten so oft einfach vergessen will. Was ich eindeutig mitnehmen werde von dieser Woche: Wir sind heute, nachdem wir von der Ebenenflur runtergekommen sind wir beim Haus vorbeigegangen und da ist drauf gestanden, wenn du die Macht Gottes sehen möchtest, musst du in die Berge gehen. Oder irgendwie so war das, es hat sich gereimt. Aber das ist eindeutig was ich mitnehmen werde, weil es einfach wirklich wunderschön ist und den Menschen irgendwie ganz tief nachdenken lässt über viele Sachen und man sich über Sachen einfach viel besser bewusst wird und einfach ganz neue Perspektive auf viele Sachen sieht. Also 2 Highlights oder wirkliche Erfahrungen, die für mich bewegend waren. Vielleicht auch ganz unerwartet. Das eine ist an dem Tag, wo die Gruppe losgestartet ist zum Strahlhorn und ich irgendwie schon eine Vorahnung hatte, dass etwas mit meinem Steigeisen nicht passen würde. Es war nämlich schon am Vortag so, dass ich meine Steigeisen für den Gletscherübergang aufgetan hatte und gleich innerhalb von 100 Meter sind die losgekommen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich sie einfach falsch gebunden.
und bin dann einfach mit einem Steigeisen über diesen Gletscher gegangen und habe dann auf der Hütte mir das nochmal genau angeschaut mit der Bindung und habe gedacht, dass im Grunde alles passt. Aber als wir dann losgestartet sind um 3:30 Uhr am nächsten Tag in der Früh, um auf den Strahlhorn zu klettern, habe ich irgendwie schon eine Vorahnung oder eine Angst gehabt, dass irgendwas mit dem Steigeisen vielleicht doch nicht passen würde. Und auch der Gedanke ist gekommen, was wäre, wenn der hin ist, also wenn das Steigeisen nicht hält. Und mir war dann schon klar, dass, wenn es dazu käme, ich nicht auf den Berg gehen konnte. Und so war es dann auch. Also innerhalb von einer halben Stunde war das Steigeisen hin und ich musste zurückkehren. Und es war im ersten Moment eine tiefe Enttäuschung. Wir sind schon 800 Höhenmeter auf diese Berghütte am Vortag gestiegen, um dann auf den Strahlhorn weiterzugehen. Und es war auch der eine 4000, an dem wir jetzt in den 10 Tagen gegangen sind. Und ja, wie gesagt, es war im ersten Moment eine tiefe Enttäuschung, aber wir hatten in den Tagen davor auch über das Thema Tapferkeit gesprochen und reflektiert. Und das war für mich irgendwie ein ganz prägender Moment, weil mir dann irgendwie klar geworden ist, dass das jetzt eine Möglichkeit ist, auch irgendwie die Situation anzunehmen und diese Tugend der Tapferkeit in einem nicht körperlichen, sondern in einem geistlichen Sinn auch auszuleben und auszuüben. Das ist das eine. Und noch ein prägender Moment war eben heute Morgen, als wir dann den zweiten großen Berg gestiegen sind und quasi zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel angekommen sind und dort die Messe feiern konnten. Und irgendwie oben auf dem Berg zu sein und runter zu schauen und den Eindruck zu haben, man sieht die ganze Schweiz und einfach die Möglichkeit zu haben, für die Schweiz, für die Kirche in der Schweiz auch zu beten, war auch irgendwie ein sehr schöner Moment für mich. Dieses gemeinschaftliche Wachstum hat natürlich dazu auch beigetragen, dass man im Vertrauen gewachsen ist und daher persönliche Gespräche führen konnte, die vielleicht in einer größeren Gruppe nicht zustande gekommen wären. Das hat sicher einen Mehrwert dazu beigetragen, in der Tiefe der Erfahrungen während dieser Woche. Meine persönlichen Highlights oder das, was ich mir mitgenommen habe, ist bestimmt auch der Eindruck der Natur, dass sie uns geschenkt ist, dass man sie annehmen darf als Geschenk in ihrer Pracht, in ihrer Vielfalt, dass wir eigentlich beschenkt sind, gesegnet sind mit einer wunderbaren Welt, mit vielen Freunden, Familie, die uns da teilweise auf Wegen begleiten. Und in den stillen Momenten, die wir während dieser Reise durchaus hatten, neben sicher auch sehr anstrengenden und vielleicht von leidgeplagten und schmerzgeplagten Momenten durchblasenen Füßen unter anderem, konnte man sich wirklich dieser Schönheit der Gegend hier bewusst werden und auch wachsen in den Momenten der Stille, im Vertrauen vielleicht auf Gott, im Vertrauen an seine eigenen Stärken und in der Dankbarkeit für das, was uns jeden Tag neu gegeben wird. Ich glaube, was ich mir mitnehme, sehr persönlich, ist einfach die Sehnsucht, an mir zu arbeiten und mich in den Tugenden einzuüben. Ich habe bislang noch nie so über die Kardinaltugenden reflektiert, nachgedacht, Input gehört. Und ich glaube, es ist doch ein Thema, das einfach auch Sehnsucht schafft, einfach zu wachsen und eben sich von der Mittelmäßigkeit zu verabschieden und die Größe, die der Herr für das eigene Leben irgendwie vorgesehen hat, wirklich zu verfolgen und ja, daran zu arbeiten. Was ich mir außerdem mitnehme, ist einfach auch die Opferbereitschaft von den Kollegen, die ein großes Vorbild waren, wenn ich denke an den Markus mit seinen 10. Ja, es ist einfach unglaublich, was er da durchgestanden hat. Das sind meine Fersen Peanuts dagegen.
Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, diese letzten Tage mit diesen Qualen da durchzustehen. Aber er hat außer ein paar Töne hat er nichts von sich gegeben. Das war echt beeindruckend. Ich glaube, jede einzelne Blase an den Zehen und an den Fersen erzählt wirklich eine eigene Geschichte. Es ist unglaublich, hier zurückzublicken, wie viel wir hier erlebt haben. Allein heute Mittag waren wir noch auf über 3000 Meter, auf 3300 Meter. Und 3 Stunden später bist du auf einmal wieder unten im Tal. Es ist gewaltig, wie schnell sich die Welt hier um dich herum verändert, wie viel du erlebst. Ja. Also Adventure in Faith läuft jetzt seit ein paar Jahren. Das ist unsere zweite größere Expedition. Veranstaltung in Anführungszeichen, weil jetzt hier Schweiz war jetzt nicht wirklich Expedition, es war ein bisschen anders gestaltet als jetzt, was wir gemacht haben in Kanada. Und ja, aber trotzdem war es etwas anders als jetzt die Micro-Adventures, die wir machen in Österreich, wo man halt für ein Wochenende etwas unternimmt. Es war schon ein bisschen mehr, nicht 10 Tage, wo man auf 4 verschiedenen Touren geht mit wiederum diese Kombination zwischen Abenteuer und Glaube. Glaube in dieser Reise ging vor allem um die 4 Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Maß und Stärke oder halt Starkmut, könnte man vielleicht auch sagen. Oder ja, und ich weiß nicht, für mich war es im Großen und Ganzen eine gelungene Veranstaltung, glaube ich. Wir haben viel wieder gelernt, wir machen immer noch viele Fehler, sicherlich. Wir experimentieren noch viel herum, was ich auch ganz gut finde. Was ich halt gut fand an dieser Reise war einfach, dass wir mehr Zeit hatten für Reflexion, mehr Zeit hatten, um zu verdauen, den Input, den wir bekommen haben, aber auch die Erfahrungen, die wir gehabt haben, sei es am Berg, die Herausforderungen des Berges, sei es die verschiedenen, ja, einfach Dinge, die halt passiert sind. Und ich glaube, das war ein sehr positiver Aspekt dieses Mal, wofür ich auch dankbar bin, dass das gelungen ist. Der Herr hat uns wieder unglaublich beschenkt mit dem Wetter, also wirklich unglaublich. Der einzige Tag, wo es geregnet hat, war an einem Abend, wo wir mal nicht bivakiert haben, sondern sogar in einer Hütte waren. Und sonst war es wirklich, wirklich genial. Aber ja, nach wie vor bin ich ja wieder neu, und nicht nur nach wie vor, besser gesagt, ich bin wieder neu begeistert für das Projekt, weil ich glaube, dass es wirklich Potenzial hat, Menschen tief zu erreichen, tiefe Erfahrungen zu schenken. Und gerade durch dieses Erlebnispädagogische, nicht dieses nicht nur über Glaubensthemen nachdenken, sondern sie auch wirklich dann auch erfahren anhand von Dingen, die einfach geschehen. Und dafür möchte ich einfach auch Danke sagen und freue mich auf die weiteren Veranstaltungen von Adventure in Faith.